seid ihr theoretisch alle ready? Nee, aber das ist egal. Ja, also nicht mental gesehen, sondern nur rein physisch gerade ready. Boah, mental Dann ja, klar. Dann ja. So, erstmal alle herzlich willkommen zu dieser sehr neuen Quizshow mit dem Namen Wer dumm sein wird, muss leiden. Es ist eine kleine Abwandlung oder eine kleine große Abwandlung von Der Dümmste fliegt, aber theoretisch gibt es trotzdem viele Parallelen, damit man schon mal so grob erklären kann. Ihr müsstet jetzt alle auch in eurem Stream und in den Overlays sehen, wenn ich das hier anmache, richtig? Ja, tun wir. Geil, ich bin nämlich professioneller Streamer und deswegen machen wir natürlich eine professionelle PowerPoint-Präsentation. So, genau, nur damit das einfach schon mal kurz erklärt ist, weil es ein paar einfach andere Regeln gibt als sonst. Wir machen das mit 10 Teilnehmern. Wir haben die Runde 0 ist eine Testrunde, nur damit ihr schon mal so ein bisschen vertraut mit dem Ganzen sein werdet. Es gibt bei mir 2 Bonusrunden mit Herzen, mit einem Bonusherz, damit nicht einer direkt in der ersten Runde schon rausfliegt, die dann richtig losgeht. Das heißt, ihr habt Runde 1 und Runde 2 jeweils 2 Herzen. Wenn ihr quasi zweimal hintereinander gewotet werden würdet ihr schon nach Runde 2 gehen. Ansonsten geht es eigentlich erst ab Runde 3 richtig los. Genau, ab Runde 3 dann nur noch ein Herz und dann geht jede Runde quasi eine Person von uns. Sehr traurig. Wow. Oh mein Gott. Ja. Okay. Warum ist hier das eigentlich mit dem Joker? Warte. So. Es gibt bei mir jetzt auch nicht nur ein Voting, sondern 2. Das ist ein kleiner Zusatz. Es gibt das Chat-Voting, das ersetzt quasi dieses Streamer-Voting, was ihr so kennt von Der Dümmste fliegt. Das heißt, nicht ihr votet euch gegenseitig, sondern der Chat votet, wer für sie die dümmste Antwort gegeben hat. Das funktioniert nice. Genau, und das funktioniert so, dass ihr dann immer Ausrufezeichen dumm und dann den Teilnehmernamen, so wie er im Overlay steht, einfach nehmt. Und dann wird es quasi gezählt. Jede Person kann nur einmal und es funktioniert tatsächlich chatübergreifend. Also egal in welchem Chat ihr schreibt, ihr könnt nur einmal schreiben, sonst funktioniert es nicht, aber es funktioniert. Wir haben es getestet. Wirklich krass. Aber geht das dann in der zweiten Gruppe auch? In den zweiten? Genau, es geht auch theoretisch bei jedem Offline-Chat, geht einfach komplett. Das zählt das einfach so. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so viele Streams gibt, die genau das aus Versehen machen. Genau. Zusätzlich gibt es auch noch die ersten 5 Runden lang einen kleinen Zusatz, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Und zwar sollt ihr sagen, wer ihr glaubt, wird nach der Runde von dem Chat als die dümmste Person, Anführungszeichen, also die dümmste Antwort gewertet. Also ein bisschen prognostisch arbeiten. Wer glaubt, ihr wird die dümmste Antwort geben können? Und wenn ihr richtig liegt, kriegt ihr nämlich noch einen Joker. Der Joker wird das ganze Spiel über in eurer Tasche sein und könnt eine beliebige Frage an eine Person weitergeben und sagen, ich möchte sie nicht beantworten und ich hau jetzt dich in die Pfanne. Genau, so viel dazu. So nochmal kurz, damit ihr das nochmal so visuell seht. Runde 0 starten, dann gibt es das Streamer-Voting. Ihr sagt, wer wird dümmer am dümmsten vielleicht sein können. Dann fängt die Runde an, dann gibt es das Chat-Voting, dann wird verglichen, ob ihr richtig geschätzt habt und dann geht wieder das Streamer-Voting los und dann wieder Runde 2 und so weiter bis Runde 5 und dann gibt es nur noch das Chat-Voting danach. That's it. Okay, dann würde ich sagen, wir starten das Ganze einfach mal. Es gibt jetzt eine kurze Proberunde. Jeder kriegt erstmal 2 Fragen gestellt, damit ihr mal grob einfach mal schon mal einschätzen könnt, wer wie vielleicht was wissen könnte. So, deswegen versucht so schnell es geht, eure Antworten rauszubrechen, okay? So, okay, wir fangen an. Also, ASIC, sag mir mal bitte die chemische Formel für Sauerstoff. Oh, ich wäre auch schon morgen, sag ich ehrlich. Es fängt gut an. Warte mal ganz kurz. Hallo? Wie viel Zeit habe ich denn? Ja, gar keine. Sauerstoff, eine Sekunde mal. Das war jetzt ja plötzlich. Das kann ist in die Proberunde. Ja, das ist krass. Was Sauerstoff? Das ist eigentlich einfach, aber. Die Nervosität kickt extrem. Das ist unglaublich. 2, 1. CO2. Scheiße. O2. Ich sag lieber das, bevor ich gar nicht. O2? Ja, es ist O2. Also war es gar nicht so falsch. Ja, doch. Wie viele Kontinente gibt es? 6. 7. Jack, Lieblingsessen von Garfield. Lasagne. Richtig. Welches Fabelwesen ist Shrek, Lea? Ein Oger. Was mit Quark? Richtig. Wie viele Tage hatten Schaltjahr, Leo?
Ja, aber Koa wurde übergangen. Also 300. Entschuldigung! Er hat richtig gemacht. Sorry! Also ich möchte jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber bei allen anderen hätte ich nichts gesagt, aber bei Koa und Fäustel würde ich sagen. Also das. Okay. Sag du jetzt, dann geht die nächste Frage an Koa. So. Ja, 366. Richtig. Koa, welche Farbe gibt es, wenn man Blau und Gelb zusammenmischt? Blau und Gelb? Grün, richtig. Mel, aus welcher Stadt kommt der Käse Gouda? Ach du Scheiße. Ich wüsste das auch nicht. Nee. Safe. Aus was? Ist das irgendwo aus der Schweiz oder so? Aus Gouda Oder kommt der. Frankreich? Keine Ahnung. Was weiß ich, Bern oder so. Falsch, kommt aus Holland und kommt aus der Stadt Gouda. Ja, Olli, wer malte die Mona Lisa? Das war Leonardo da Vinci. Das ist richtig. Da Vinci? Da Vinci, genau. Tom, von welchem Künstler stammte der Stuhl mit dem Swarovski besetzten Kristallen, der kürzlich bei der Ausstellung in Verona im Museum durch einen Mann zerstört wurde? Was? Keine Ahnung. Also das musst du doch wissen. Es ging durch die Medien. Dieser mit Swarovski-Kristallen besetzte Stein, der in Verona ausgestellt wurde, wo ein Mann sich draufgesetzt hat und damit den ganzen Stuhl kaputt gemacht hat. Habe ich noch nie gehört, leider. Sorry, muss ich passen. Der ist von Van Gogh. Voistel. Okay. Sorry, das muss ich nicht stellen. Wie heißt die Autorin von Harry Potter? Digga, ihr kriegt die Frage. Warte. Das weißt du. Ja, ich weiß es auch. Ich habe sie nur gerade auf der Zunge liegen. Alter, der Name ist weg. J.K. Rowling. J.K. Rowling, oh mein Gott, Junge, wirklich. Zweite Runde. Das wird so schlimm. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? A6? Das kann man auch wissen, Bro, aber das ist wieder so. Sauerstoff, Bro, Sauerstoff. 7? 8. Verdammt, ich hab einen vergessen. Aber es ist nicht so peinlich. Darlene, welcher Planet hat die meisten Monde? Saturn? Richtig. Was ist die Amtssprache in Brasilien, Stark. Jack? Stimmt. Ach, Pluto. Oh, Spanisch. Portugiesisch. Koha, wie viele Amtssprachen hat denn die Schweiz? 2, Französisch und Deutsch. Falsch, 4. Lea, was sind denn die Amtssprachen der Schweiz? Alter. Warum kriege ich eine recycelte? Was für recycelt? Die habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, ich denke mal Deutsch und ist Schweizerdeutsch eine eigene Sprache? Ich glaube nicht. Also würde ich sagen Deutsch und Englisch maybe? I don't know. 2 von 4 jetzt? Ach so, es sind 4. Ja, das war die Frage davor. Oh mein Gott, okay, warte. Also Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Deutsch, Französisch, Italienisch und Retro-Romanisch. Retro. Ja, das ist... Entschuldigung, sorry. Okay. Also Lea, wie konntest du das nicht wissen? Retro-Romanisch war doch... Peinlich. Absolut. Leo, was ist das größte Organ des Menschen? Die Haut. Das ist richtig. Mel, was ist denn das größte innere Organ des Menschen? Die Lunge? Die Leber. Olli, wofür steht das www im Internet? Das ist schwierig. World Wide Web. Richtig. Tom, wofür steht die Abkürzung URL? User Related Link? Uniform Resource Locator. Ja, und fast, Digga. Voistel, warum heißen Thumbnails Thumbnails? Weil sie klein sind. Weil sie so groß sind wie der Daumennagel, also ja. Okay. So, das war jetzt erstmal nur die Testrunde. Guck, alles sehr soft, finde ich. Ihr wisst ja jetzt so ungefähr, ihr könnt ja jetzt schon mal ein bisschen einschätzen. So wenn man jetzt so gar nichts sagt als Antwort, ist dann halt auch irgendwie leichter zu sagen, okay, der ist halt nicht dumm, der hat es aber nicht gewusst, aber wenn der andere dumme Antwort sagt. Nee, das ist doof. Ich finde auch. Antwort geben muss sein. Ja, ich finde auch. Also, genau, es kann ja auch dann der Chat. Ja, also der Chat kann ja dann auch ein bisschen strenger sein, wenn die Leute keine Antwort geben bei Sachen, die man hätte wissen können und so. So, ihr könnt jetzt aber mal kurz in euch gehen und überlegen, wer könnte die nächste Runde vielleicht genauso failen wie gerade oder vielleicht war gerade jemand gut, aber wird nächste Runde failen. Was glaubt ihr? Ihr schreibt es jetzt bei Discord in euren dazugehörigen Channel, die Nummern 1 bis 10 haben.
Schreibt einfach mal rein. Den Namen oder die Nummer? Ich weiß jetzt gar nicht, wer die hier welchen Ihr sollt Namen den Namen schreiben, den ihr quasi, wo ihr denkt, den der Chat gleich votet nach der Runde. Es gibt ja gleich die nächste Runde, dann gibt es 2 Fragen für euch wieder und der Chat votet danach und ihr sollt quasi sagen, wer glaubt, wird der Chat voten, wer quasi die dümmste Antwort gegeben hat. Aber warte, bevor die Fragen jetzt gespielt werden? Ihr müsst jetzt, bevor die Fragen einschätzen und nach den 2 Fragen votet der Chat und ihr sollt quasi prognostisch arbeiten. Bekommt man was, wenn man es richtig hat? Ja, ihr kriegt einen Joker und ihr könnt mit dem Joker eure Frage einmal an irgendeine Person weitergeben. Boah, hart. Okay, geil. Okay, dann würde ich sagen, geht's erst richtig los. Denkt dran, ihr habt die ersten 2 Runden ein Zusatzherz, damit es jetzt, also das ist das, was jetzt erstes verliert und nach Runde 3 verschwinden automatisch eure Zusatzherzen und nur noch das Rote bleibt übrig. Das heißt, es gibt nur ein Leben und dann ist man raus. Danach, genau. Ab Runde 3 verlegt jede Runde, weil wir halt so viele Leute sind. Sonst würden wir hier 3 Stunden sitzen oder 4. Eine Gnade. Ja. Ich hab Urlaub, ist egal. Es ist hardcore, aber wir kriegen das hin. So, es geht los. Wir fangen wieder bei ASICS an. Was ist der kleinste Knochen im Körper? Das ist der Ohrknochen, der nennt sich... Warte. Ich sag Ohrknochen dazu, aber... Ohrknochen ist zumindest die richtige Location, aber es ist der Steigbügel. Ist aber nicht peinlich, finde ich. Ist okay. Ja, es ist okay. Das ist der Steigbügel. Es ist fein, Bro, ist fein. Darlene, das ist eine fiese Frage. Wann war der Fall der Berliner Mauer? 1963. 1989. Jack, von wem stammt das Theater Faust? Von Goethe. Richtig. Koha, welches Buch wurde von einer Frau geschrieben? Frankenstein oder der große Gatsby? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Gatsby von einem Mann geschrieben wurde, deshalb sage ich Frankenstein. Richtig. Lea, Anzahl der Chromosomen im menschlichen Körper. Wie viele haben wir? Tja, das weiß ich. Das sind ja Paare, ne? Also Es geht nicht um die Anzahl der Paare, es geht um die einzelnen Chromosomen. 120, keine Ahnung. 46. Einfach Leo, was. welcher Planet ist der heißeste unseres Sonnensystems? Das ist, ich sag jetzt Merkur, weil er am nächsten zur Sonne ist. Gute Herleitung aus die Venus. Mel, wie viele Beine hat eine Spinne? Beine? 8. Richtig. Olli, wie nennt man ein Viereck mit nur 2 parallelen Seiten? Ein Parallelogramm? Ein Trapez. Parallelogramm hat 4 parallele Seiten. Oh, shit. Tom, wie viele Sekunden hat eine Stunde? Eine Stunde. Warte. 360. 3600. 2600, fuck! Voistel. Ein Zug fährt 200 km/h. Wie lange braucht der für 50 km/h? 50 Kilometer. Wie lange? Was, ein Zug hat 200 km/h? Wie lange braucht er für 50 Kilometer? 15 Minuten. Richtig. Zweite Runde. ASICS, Hauptstadt Schwedens. Ach, come on, Alter. Schweden, das muss man auch wissen. Ohne Stockholm, keine Ahnung. Ja, Stockholm ist richtig. Ja, let's go. Darlene, was ist das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten? GTA? Minecraft. Nee, Tetris. Oh, Minecraft. Jack, wie heißt der Gründer von Amazon? Ja, war das der Bezos? War das der? Jeff Bezos, richtig. Jeff Bezos? Oha, größtes Binnenland der Welt. Welches ist das? Nee, Also, das ist wenn wir jetzt von dem größten- Kasachstan. Russland liegt auch am Meer. Ach so, das größte Binnenland. Netzwerk. Okay. Lea, wie heißt Papa Platte mit vollen Namen? Kevin. Boah, ich weiß seinen Nachnamen nicht. Ich weiß nur, dass er Kevin heißt. Willst du einloggen als nur Kevin? Einfach nur Kevin. 3, 2, Heimanns? Nee. Teller. Kevin Heimanns? Teller. Ach ja. Leo, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. Richtig. Mit Mann 17. So nämlich. Ja. Mel, wann war die Gründung von YouTube? Wann wurde YouTube gegründet? Gegründet 2006? 2005. Good one. Ja, aber close one. Olli, wer war der erste Mensch in All? Das war Yuri
Juri Gagarin. Richtig. Wow. Tom, jetzt hast du wieder eine Abkürzung. Was ist die Abkürzung von CPU vom PC? CPU das muss man wissen. Machen wir denn immer Abkürzungen? CPU, Prozessor. Du schaffst das. Computer Processing Unit? Central Processing Unit. Und, okay, aber. Ja, ist okay. Weißt du, welches Vitamin wird durch Sonnenlicht produziert? D. Richtig. Das waren jetzt eure 2 Fragerunden. Der Chat darf nämlich jetzt voten. Ihr seht oben, ganz oben steht es, wie es funktioniert. Ihr müsst dumm und den Teilnehmer, so wie er hier im Overlay heißt, reinschreiben. Also dumm und dann den Namen, wie euer Streamer heißt, den ihr sagt, der die dümmste Antwort in dieser Runde gegeben hat. Dalu, hör doch auf damit, das kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, let's go. Ich möchte kurz nochmal hier, ne? Also Kevin Teller heißt der, Kevin Andreas Teller. Ja, hi, Hey, okay. Ich finde aber neunmal Plugo können wir auch einfach so aus Prinzip voten, oder? Ja. Ihr habt auch alle jetzt schon eingegeben, ne? Wir können jetzt sagen, wir können das Ergebnis wählen. Und zwar, das ist jetzt 28 Votings, wir haben 15 für Darlene und 10 für ASICS. Das ist eine knappe Nummer. Das heißt, Darlene verliert ihr künstliches erstes Herz, sagen wir mal so. Verdient, sage ich. Ja, das ist doch okay. Alles noch drin. Jetzt gucke ich mal kurz durch, wer von euch eventuell. Viele haben ASICS hier gewotet, hier auch bei euch. Ich kann ja mal sagen, ASIC hat Voice gewotet, Darlene Tom, Jack hat ASICS, Koa ASICS, Lea Mel, Leo Jack, Mel Lea, Olli hat Darlene. Hier, Olli kriegt einen Joker. Tom, ich dachte, das bleibt ASICS. das Ja, das werde ich später nach dem Stream. Das heißt aber, Olli, du bist der erste Mann hier mit einem verdienten Joker an der Stelle, muss ich schon sagen. Macher, sag ich. Der Joker, der wird jetzt einfach nur künstlich hier neben dich. So. Dann hast du deinen Joker, du weißt Bescheid, eine Frage, die du nicht beantworten möchtest oder wo du sagst, ich möchte jemanden in die Pfanne damit hauen. Einfach sagen Joker und du gibst einfach dann an die Person ab, die muss dann die Frage für dich beantworten. Jetzt seid ihr wieder dran, ihr könnt jetzt wieder Namen reinschreiben in eure Textfelder, sagt, wer wird jetzt wieder eine doofe Nachricht, Antwort, wie auch immer, geben. So, hier ist nämlich jetzt das Streamer-Voting. Wer wird denn jetzt dumm sein? Ich würde sagen... Ihr seid alle ready? Sollen wir hier wieder bei ASIC starten? Wir starten einfach bei ASIC. Wir machen die Reihe um. So. Aber, das ist eine Frage, weißt du doch safe, ASICs. Welcher Streamer hat einen Mobs namens Kylo? Ja, okay. Montana Black. Richtig. Komm doch, Dalu. Toll. Darlene, welche Farbe hat einen Smaragd? Oh. Ich mache jetzt Wer wird Millionär-Musik an. Grün. Grün ist richtig. So, hier, da war ich. Welcher Streamer ist für das Meme Cola bekannt, Jack? Trimax. Richtig. Koha, nenne mir das Land mit den meisten Einwohnern. Indien. Richtig. Lea, wie heißt der Protagonist von Legend of Zelda? Link? Richtig. Leo, nenne die zweitgrößte deutsche Stadt nach Einwohnern. Nehmen wir mal Hamburg. Richtig. Was ist der elektrische Widerstand, Mel? Also nicht inhaltlich, sondern das Symbol. Wie wird es gemessen? Einheit. Ohm? Richtig. Olli, welcher deutsche Creator ist auch Synchronsprecher in Cyberpunk 2077, Life is Strange True Colors und beim Minecraft-Film? Gronk? Richtig. Tom, keine Abkürzung, aber nenne mir Wahnsinn. die Hauptstadt Neuseelands. Hauptstadt von Neuseeland. Oh, Scheiße, Neuseeland, Moment. Scheiße. Neuseeland. Ich habe keine Ahnung, fuck, ich weiß es nicht.
Wellington. Voiced, ja. Voiced, von wem stand das Format Seven vs. Wild? Von Fritz Reinecke. Meinecke. Fast. Heinecke. Oh. Ja, sorry, ich war gestern nicht. Ja. So, A6. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 26. Richtig. Darlene, wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch ohne Weisheitszähne? 32. 28. Mit Bernds 32. Ist das Jack. gemein? Danke, ich habe alle Weisheitszähne. Jack, nenne mir einen Umlaut. Nee, scheiße. Okay. Wenn die Punkte fehlen, egal. Koha, der wievielte Bundeskanzler war Olaf Scholz? Der 15., 14.? 9. Lea, nenne das größte Säugetier der Welt. Blauwal. Richtig. Leo, welches Hormon, oder wie heißt das Hormon, was für den Schlaf-Wach-Zyklus zuständig ist? Melatonin? Ja, richtig. Stark. Mel, nenne den längsten Fluss Europas. Europas. Boah, ist das die Donau? Wolga. Olli, was ist der zweithöchste Berg der Welt? Der K2 heißt, glaube ich, einfach nur, ne? Ja, Junge, richtig. okay, what the fuck? Okay, was ein Hirn ein. Hoppala, Alter, Mann. krank. Glück. Das Glück. Tom, von wem stammte der kategorische Imperativ? Von wem? Ja. Okay, kurz Wie, von wem? Ja, von wem stammte welchem? Ja, von wem? Das kommt von einem Menschen. Ach, das kommt von jemandem. Ja, ja. Was? Ja, dann kriegst du Fragen, jo, was ist Minecraft, Digga? Von wem stammte der kategorische Imperativ? Von Klaus Imperativ? Keine Ahnung. Immanuel Kant, Philosoph. Voice. Von der Carmen Substantiv. Toll. Was ist ein Palindrom? Ein Palindrom. Oh Gott, ein Palindrom ist. Nee, das ist ein Anagramm. Fuck, ich weiß nicht. Ein Wort, was vorwärts und rückwärts genau gleich wie gelesen wird, wie Lagerregal oder Scheiße, das hätte ich Rentner. noch sagen sollen. Ja, okay. Ja. Schade, Und aber Anagramm sind, glaube ich, nur die Buchstaben vertauscht, ne? War das so? ja, genau. Oder Hanna. Genau, auch Hanna, richtig, stimmt. So, eine Runde Nummer 2. Ja gut, Chat, dann dürft ihr jetzt voten. Von wem stammt eigentlich der kategorische Imperativ? Ich kann nicht mehr, Das Alter. hatten wir in der Ich kann's Schule nicht mehr. tatsächlich sogar. Kannte nur noch derjenige Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oh, ich hatte das Fach nicht mal. Crazy. Hey, Tom, Okay, ich find's so fair. lustig. Ich hatte, by the way, die Frage, wie viele Buchstaben das Alphabet hat. Ja, Digga. Ja. Du kriegst so einen Brecher. Ich so, Ähnliches Level an. den tank ich. Es ist sehr durchweg. Es ist nicht nur einfach. Ja. Was hatten wir denn für falsche Antworten? Weiß man das noch? Also ich hatte das mit dem Leider ja, leider Der Rheindecke war lustig. Das mit dem 10 fand ich krass, weil ich dachte, dass es immer, also dass das so, also ich dachte 32 ist Standard. Also Ja, dachte ich auch. abgesehen von den Weisheitszählen, actually. Okay, so schlimm war das ja auch. Fritz Reinecke war schon ziemlich dumm. Ne? Reinecke war schon Aber es war, wir haben halt nicht viel andere Auswahl. Das war eigentlich gar nicht so schlimm, aber es ist halt. Ja, es gibt nichts, was so ein Totalausfall war. Also, Aber ich muss auch sagen, ich versuche es sehr zu durchmixen. Ich glaube, es ist besser, man hat eine Frage, die sehr schwer oder relativ schwer ist, als dass man eine leichte Frage nicht weiß. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also votet bitte nicht danach, wer wie viel richtig hat, sondern immer, wer das Gefühl hattet, okay, das hätte man jetzt vielleicht noch wissen können. Haben sie eben auch nicht gemacht, ne? Ja, ihr könnt natürlich auch nach Sympathie oder irgendwie Alles gut, nach Hass auch voten. Nach Hass ist crazy. Genau, will letzte Runde. Immer euren eigenen Streamer rausvoten, finde ich gut. So, es ist jetzt vorbei. Ich mache die Auslosung. Diesmal ist Jack Möller mit den meisten. Dann gibt es noch Tom, Voicel und dann noch Leo und Koha jeweils. So, das heißt, Jack, du bekommst dein Zusatzherzchen weg. Du hast das Glück,
Ne, in der Runde passiert dir jetzt gerade auch nicht so viel wie allen anderen. So, Darlene ist zumindest safe, das ist schon mal wichtig. Die Herzen kommen ja jetzt raus ab nächster Runde. Dann kontrollieren wir mal, wer denn alles Jack bei euch gewählt hatte. Ich sehe hier nur ASIC, Jack, Lea. Leo hat als einziger Jack gewählt, richtig? Das heißt, Leo, du kriegst auch einen... Ey, Leo, vorher auch schon, ne? Wir haben ein Problem miteinander. Ich weiß es schon. Leo wird was an. Ja? Ey, ganz ehrlich. Ich kann das erklären. Nee, ich will es gar nicht hören. Ja, ich wollte auch gar nicht erklären. Okay, danke. Toll. Wir bleiben noch bei den 2 Fragen. Wir sind Runde 3 und ihr habt jetzt alle nur noch ein Herz. Ihr könnt jetzt aber wieder erstmal voten, wo ihr sagt, die Person, die wird jetzt bestimmt ein bisschen Gehirnschmalz verlieren bei ihrer Antwort. Wer sagt, ihr wird die dümmste Antwort gleich geben? Das gerne mal in eure Discord-Channel jeweils posten. Alle haben was gewählt. Dann fangen wir wieder bei ASICS an. Wieder 2 Fragen, 2 Runden. Du sagst mir jetzt, welcher Superheld als Bruce Wayne bekannt ist. Das ist logisch, das weiß ich auch, aber warte mal ganz kurz, dass ich den Fehler mache. Ausrufezeichen dumm. Ich bin ein großer, ich bin großer Bruce Wayne. Das ist hier der Batman. Das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Scheiß. Darlene. Scheiße. Ja, Darlene, wer spielt Jack Sparrow? Oh Gott. Oh mein Gott, es ist so schlimm. Johnny Depp, Junge. Ja, Johnny richtig. Depp. Ja. So Jack, was ist die Hypotenuse? Die längste Seite eines Dreiecks. Ja, quasi die Seite, die gegenüber vom rechten Winkel liegt. Können wir mal gelten lassen, auf jeden Fall. Machen wir. Koha. Wer spielt Katniss Everdeen in Tribute von Panem? Jennifer Lawrence? Richtig. Lea, wie viele Augen hat ein Würfel insgesamt? 36. 21. Leo, wie heißen die roten Blutkörperchen? Erythrozyten. Richtig. Respekt. Ja. Okay. Mel, was liegt denn gegenüber von der 5 bei einem W6-Würfel? E2. Richtig. Olli, welches Organ produziert Insulin? Auch dann nehme ich doch mal den Joker, bevor ich den nachher nicht mehr nutzen würde, auch wenn ich es natürlich weiß. Wen möchtest du die Frage übergeben? Ach, Tom, ich gebe mal Tom. Tom, dann sag mir doch mal, in welchem Organ Insulin produziert wird. Es ist keine Abkürzung. Das in welchem Organ wird Insulin produziert? Okay. Zucker. Ich wollte eine Antwort. Leber? In der Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse. So, Tom, jetzt bist du aber auch direkt dran. Ja, perfekt, Digga. Welcher Schauspieler gewann 2020 den Oscar für den Joker? Joaquin Phoenix. Richtig. Digga, feine lieber eine Frage, die ich weiß. Voistel, wie heißt der Partner des Chemikers Walter White aus Breaking Bad? Ey, das ist so schlimm, ich habe nie Breaking Bad geguckt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist verrückt. Jesse Pinkman. So, Runde 2. ASICS, nenne den ersten Bundeskanzler. Ach du Scheiße, Adenauer. Richtig. Darlene, wie viele Monate haben 28 Tage? Alle? 12? Richtig. Ja, Stark. Jack, nenne mir die Wurzel aus 81. 9. Richtig. Koha, was löste den Ersten Weltkrieg aus? Den Ersten Weltkrieg. Oh Gott, war das der Attentat auf den, nee, das war irgendein Attentat auf den oder Fenstersprung oder Attentat, irgendwie eins von beidem. Ich glaube, eins von beidem. Das war Attentat auf den österreichischen Thronfolger Ferdinand in Sarajevo. Halb richtig. Ja. Lea, wie viele Tiere jeder Art nahm Moses auf die Arche mit? Ach so, immer 2, wenn das jetzt die Frage Ja, ist. falsch, weil Moses nicht die Tiere, sondern Noah die Tiere mitgenommen hat. Entschuldigung. Finde ich gut. Ja, okay. Leo, nenne den aktuellen deutschen Bundespräsidenten. Friedrich Merz. Der Bundespräsident Steinmeier. Ja, richtig.
Okay, gerade noch so. Close one. Ja, sehr close. Mel, nenne den Plural von Globus. Hast du. Globus. Komm. Let's go. War das schon die Antwort? Nein. Ist es so einfach oder ist das. Sag einfach. Ich schwanke zwischen 2. Du musst eins jetzt einloggen. Einloggen, nicht einloggen. Okay. Globi? Was nochmal? Globi? Globi ist in der Homöopathie? Nein, Globen. Okay. So, Olli, wie nennt man ein Vieleck mit 7 Ecken? Ich gönne dir jetzt echt eine Frage, die du nicht weißt, damit du deinen Joker verschwendet hast, mein Lieber. Das ist natürlich einfach. Lass mich mal kurz überlegen. Ein Vieleck mit 7 Ecken, das ist ein Hexagon? Ein Heptagon. Das wären 6 Ecken. Ah, war dabei. Ja. Tom, wie heißt die argentinische Hauptstadt? Ja, immer das mit den Hauptstädten. Stimmt. Zufall. Argentinien. Fuck, ich bin nämlich nicht so in GeoGuessr drin und scheiße. Argentinien. Ich habe keine Ahnung. Fuck. Buenos Aires. Mann, Digga. Voice. Scheiße. Welcher Fluss fließt durch Köln? Ach, ich wohne hier, der Rhein. Ja, schön, sehr schön, richtig. So, das waren jetzt 2 Runden. So, Chat, ich starte jetzt und ihr macht was nicht so Schönes. Ihr sagt jetzt, wer von den tollen 10 Teilnehmern eurer Meinung nach die dümmste Antwort angegeben hat. Gerne einfach den Namen außer bitte Kisaneri, weil sonst ist eure Stimme weg. Ich hatte die Hauptstadt mit Buenos Aires und den Joker von Olli, der richtig ehrenlos zu mir gefragt hat. Das war frech. Der war bodenlos, ja. Der war Aber frech, ich hätte es auch nicht gewusst. Also, falls ihr mich wählen wollt, ich hätte es auch nicht gewusst. Und Joaquin Phoenix hatte ich, aber sonst. Ja. Ah, der Würfel war zum Beispiel bei Lea, ne? Na gut, das muss man nicht wissen, wie viel Augenzahl Das ist so der gesamte crazy, weil Würfel ich hat. habe vorher, bevor wir das hier angefangen haben, einfach so Allgemeinwissensfragen gegoogelt, einfach so, um mich ein bisschen vorzubereiten. Und ich habe die meisten dieser Fragen gegoogelt und fast alle, die ich bekommen habe, habe ich nicht gegoogelt. So. Und das zeigt einfach, dass Klassiker. ich einfach wirklich nicht weiß. Aber mal Real Talk. Habt ihr euch alle darauf vorbereitet? Nein, kein bisschen. Ich wusste vor 2 Stunden nicht mal, dass das ein Format gibt, Mann. Okay, du warst nachgeguckt. Okay. Du warst dann ganz, ganz beliebt in der Einladung, sag ich Digga, wirklich. Nein, Spaß. Aber Lea, vielleicht kommt genau dann, wenn es drauf ankommt, eine Frage, weißt du, die du vorher gesehen hast. So nämlich. Ja, Das ich ist so- hoffe. Wir schließen das Ganze jetzt mal und gucken mal. Und Oh, ist ein Seven, knappes Digga. Ding. Aber aber du hast dich gut geschlagen. Hey, du bist so weit gekommen. Bodenlose Aber- Fragen einfach, wirklich. Aber du darfst gehabt, jetzt ja. mit einer wunderschönen Grimasse, die du deiner Wahl, darfst du dann als Standbild hier rausgehen. Alles klar. Warte, Das das möchtest- heißt, ich muss dann das Ding closen, ne? Den Nein, noch nicht. Erstmal machst du eine Grimasse in die... Da. So, perfekt. So wirst du jetzt hier Geil. bleiben bei uns im Format. Geil. Großartig. Fantastisch. Toll, oder? Ey, fantastisch. Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Bisschen, Digga, ich hatte absolut bodenlose Fragen, aber let's go. Viel Erfolg noch an alle. Dankeschön. Und, sieht sich. Schön, dass du mitgemacht hast. Ein Applaus und ein dickes Shoutout an Tom Fearens. Ciao. Kann ich nur. Geiler Typ. Ich werde ihn Wirklich. vermissen. Ja, Noch ich eine auch. geilere Stimme. Dann gucken wir jetzt aber direkt mal rein, ob ihr richtig geschätzt habt mit Tom, ob Tom der Erste ist, der uns verlässt. Und ich guck mal nach. Lea, du bekommst einen Joker. Geil. Hier, ein Jokerchen für Lea. Auch den nutze ihn weise. Der ist übrigens rundenübergreifend. Also du kannst auch sagen, wenn die 2 Fragen jetzt noch nix sind und die kannst du easy, dann so lange, bis du draußen bist, hast du den Joker. Okay. Dann votet ihr jetzt alle nochmal eine Person. Wir sind jetzt in... Warte, habe ich das jetzt richtig? Wir müssten jetzt 4 sein, ne? Tom ist ja raus. Dann kann ich auch den Kanal löschen von Tom. So. Okay. Entschuldigung. Sehr radikal, Alter. Wirklich. Also. Nee, ihr habt noch... Also nächste Runde ist die letzte, wo ihr vorprognostisch sagen könnt. Und dann habt ihr keine Option mehr, Joker zu gewinnen. Und ihr behaltet die, die ihr jetzt habt. Genau. Genau. So, ich würde sagen, seid ihr ready? Ja.
Ja, dann gehen wir mal mit dem sehr hellwach aussehenden A6 weiter. Ja, aber dass du mal anfangen musst, ey, das ist auch krass. Das ist crazy, oder? Aber wir können auch, weißt du, wir fangen jetzt einfach mal, komm, wir fangen bei Olli an. So. Oh shit. Komm, was machen wir so? Olli, wie viele Länder gehören zur EU? 27? Richtig. Voistel, welches Land schenkt Amerika die Freiheitsstatue? Frankreich. Richtig. Oui, oui. A6, wie heißt das Reimschema mit dem Format ABBA? Wie war die Frage nochmal? Wie das Reimschema heißt. ABBA, Das wenn Reim Das Reimschema. Ja, es gibt auch ABAB und es gibt... Ach so, Moment, soll ich das jetzt sagen? Nein. Du sollst das Reimschema sagen. Also wie das offiziell wie der Überbegriff dafür ist, wenn ABBA gereimt wird. Hey, ich check das nicht. Dann lassen wir es einfach, es ist der umarmende Reim. Reim. Der umarmende Reim. ABAB, was ist das? Kreuzreim, oder was? Kreuzreim. Genau. Was gibt's denn noch alles? Keine Ahnung, da höre ich jetzt auf. Das heißt, ich dachte auch, worauf ich das jetzt reimen muss oder was? Okay, Nein, holy shit. nicht schlimm. Darlene, sag mir doch mal, wie lautet der Imperativ von lesen? Lies. Richtig. Jack, dann gib mir ein Beispiel für den Komparativ. Oh Gott. Boah. Lars. Nee, schneller. Ist quasi die zweite Steigerungsform. Ja, cool. Danke dafür. Gerne doch. Koa, was ist das Stockholm-Syndrom? Das, wenn man quasi sich in jemanden verliebt, der einen eigentlich unterdrückt. Entführt, ja. Also oder entführt. Halt. Ja, Entführung, genau. Lea, ist Virus ein Lebewesen, ja oder nein? Ja. Nein, ist kein eigenständiges Lebewesen. Leo, aus was besteht Wasserstoff? H. Also ist die Formel und das ist Wasserstoff. Aus welchen Bestandteilen? Also Atom. Ja, aber wie ist da die Zusammensetzung? Naja, 1 und 1. Also das ist ein Elektron und ein Proton und ein Neutron. Nein, falsch. Proton und Elektron. Haben die keine Neutronen? Ach, keine Ahnung, es ist so das Proton und Elektron. Ja, die haben doch auch Neutronen, oder? Die haben auch gleich einfach Neutronen drin, oder nicht? Drin, weil halt nur ein Kern. Ist Wasserstoff das Einzige, was dann keinen Neutron hat? Ich glaube, die haben nur ein Proton und ein Proton und Elektron haben sie eins. So. Ich dachte Neutron auch. Chat, ihr könnt googeln, ihr sagt. So, Mel, auf welchem Kontinent gibt es keine Wüste? Ohne Fleisch sein. I guess Europa. Europa? Weiß ich nicht. Ja. Falsch. Es gibt keinen Kontinent ohne Wüsten. Jeder Kontinent hat eine Wüste. Olli, bilde das Plusquamperfekt von dem Satz, ich habe Spaß. Ich werde Spaß gehabt haben. Ich hatte Spaß gehabt. Du hast Futur 2 gebildet. Ja. Oh Gott, ist crazy. Ja. Voistel. Ja, es ist krank. Voistel, ist Bronze ein reines Metall? Dann A6, das ist ja eine Legierung Bronze, aber aus welchen zwei Stoffen wird das meistens hergestellt? Bronze wird hergestellt aus richtig geilem Scheiß. Und zwar das eine. Voistel, ganz kurz, bitte kurz nennen. Also wirklich. Entschuldigung, ich müde mich. Das ist teilweise es Magnesium. Ja, interessant. Das ist Magnesium. Ich meinte, es ist so eine Art Metall. Okay, keine Ahnung, Kita, Alter, was ist denn Magnesium und Bronze? Kupfer und Zinn. Hast du gar ich bin aber auch so ein Idiot. Ja, Schere. Genau. Darlene, Mozart hat die Zauberflöte geschrieben. Wahr oder falsch? Wahr. Das ist richtig. Jack, in welchem Land ist Albert Einstein geboren? War Deutschland, ne? In Deutschland, in Ulm, ja. Koha, nenne mir ein rhetorisches Mittel. Rhetorisch, das ist die Metapher. Zum Beispiel, ja. Lea, auf welchem Kontinent liegt Albanien? Ist das schon Asien? Ich sag Asien. Europa. Nee, doch, Europa. Alter, bin ich doof. Leo, wie viele Nachbarländer hat Deutschland? Darf ich kurz zählen?
Schnell, ganz schnell. Okay. Dänemark, Tschechien, Polen, Schweiz, Österreich, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Belgien. Müssten 9 sein. Richtig. Das war nur für Flextag, ehrlich. So nämlich. Mel, nenne einen US-Bundesstaat, der an Mexiko grenzt. Texas? Richtig. Olli, nenne das... Stopp. Ach ja, stimmt. So, okay, dann machen wir das jetzt wieder so. Der Chat, ich meine, jetzt sind hier wieder ein paar von Tom noch dabei, die können jetzt natürlich mitvoten. Wir starten wieder das Voting. Chat, ihr dürft jetzt sagen, wer von den Teilnehmern die dümmste Antwort eurer Meinung nach gegeben hat. War was Krasses dabei? Also Magnesium. Come on! Was denn? Was wusstest du mit dem Bronze? Ich schwöre ja. Ich schwöre ja. Ich auch, aber nur durch so Survival-Games. Aber da gab es krassere Sachen. Meine erste Sache war was anderes. Was war das erste? Ist egal, wir reden jetzt mal anders. Lea nochmal, also Lea war krass. Weil ich mir mit Sinn Ich glaube, das ist persönlich von Tom. Lea war krass. Olli, ich glaube, das war mein Tom persönlich, dass er dich jetzt gewählt hat. Ja, es tut mir auch echt leid. Ich wollte eigentlich nur helfen, Tom, wirklich. Ja. Eine Frage, kann man mehr als einen Joker haben? Ihr könnt mehr als einen Joker haben. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt leider die Person erlösen, die jetzt von der Community am meisten gewotet wurde. Und das ist A6. Ich glaube, die Community will doch nur, dass A6 unbedingt wieder zu LAN zurückkommt. So nämlich. Du verlierst das leider. Das kann doch nicht wahr sein, als ob das so schlimm war. Magnesium ist schon... Also, was war denn meine erste Frage nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Du darfst jetzt natürlich auch ein schönes Standbild für dich wählen. Ach, ABBA, ja. Ich will Tom nachmachen. Toll. Sehr viel Spaß und Dankeschön. Danke fürs Mitmachen, Kisa. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ganz Liebe. Hat mich gefreut. Ciao. Tschüss. So, und zwar gucke ich mal nach. Lea, du hast noch einen Joker jetzt dazu. Oh mein Gott. Lea. Und ist die einzige jetzt noch mit dem Zusatzjoker. Und jetzt habt ihr die letzte Möglichkeit, die allerletzte Möglichkeit, so erstmal nochmal zu voten. Das heißt, ihr schreibt jetzt nochmal gerne in eure Channel das Ganze rein. Ich gebe dir den Joker in der Zeit. Wen ihr denkt, wird die Community jetzt als nächstes raushauen.